Ein herzliches Willkommen auf meinem Kanal und heute machen wir hier unterhalb der Transrapid-Strecke weiter und gestalten den See. Dazu gehören natürlich viele Überlegungen, denn hier geht ja auch die Straße durch den Berg. Wir müssen hier ein Tunnelportal beachten, wir müssen die Höhen und Tiefen des Geländes beachten, aber der See soll definitiv heute angefangen werden und das ist das Ziel und es ist auch ziemlich viel zu tun. Als erstes werde ich jetzt hier die Kabel verlängern und die Beleuchtung weiterziehen. Danach werde ich die Vormarkierung hier wegmachen, wie der Weg laufen soll. Jetzt brauche ich es nicht mehr, jetzt weiß ich es ja. Und werde anschließend das Ganze mit grünen Plates versehen. Ja, aber alles hochgebockt, nämlich ein Brick hoch. Und da habe ich mir verschiedene Sachen schon mal vorbereitet, weil ich ja auch gucken musste, wo das Kabel herläuft. Aber ich glaube, letztendlich wird es eine ziemlich große Fläche hier an dieser Stelle einmal werden. Und ihr glaubt nicht, wie man diese Sache hier festdrücken muss. Das ist sagenhaft. Das klickert hier und klickert hier. Ich habe gedacht, ich wäre damit nie fertig. Aber sieht hinterher klasse aus. Das ist noch nicht alles. Der ganze See muss quasi mit dem Grün umgeben werden. Und das ist letztendlich das Ziel. So weit bis hierhin, das sieht schon mal ganz ordentlich aus, aber dieser Streifen hier vorne, der muss auf jeden Fall noch gemacht werden. Das mit der Straße spielt ja jetzt erstmal noch keine Rolle. Und ob ich das Fundament hier ein bisschen höher setze, weil da schon der Berg anfängt, spielt auch noch keine Rolle. Nur den See hier erstmal einfassen. Und es geht weiter mit dem Begrünen bzw. mit der grünen Umrandung des Sees. Die komplette Begrünung kommt natürlich irgendwann noch, wenn ich mir wieder richtig Mühe gebe und die ganzen Blättchen draufsetze. Aber hier erstmal die Umrandung, damit wir gleich mit dem Wasser auch schön starten können. Ja, das ist erstmal das Ziel und ich glaube, ja, die Fläche sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Ja, das ist doch mal eine schöne große Fläche, wenn man jetzt mal hier die Straßen-Baseplate daneben sieht. Also das ist doch gar nicht ganz so übel. Der See ist jetzt komplett erstmal rundherum eingefasst, außer diese kleine Stelle hier. Die werde ich noch fertig machen, das so ein bisschen abrunden und dann starten wir auch gleich mit dem Wasser. Ja, aber das sieht doch erstmal richtig klasse aus. Auf geht es hier mit den kleinen 1x1 in den unterschiedlichsten Farben. Hier erstmal mit Weiß, um so ein bisschen später die Gischt darzustellen, aber auch Töne wie Grau und auch Dunkelgrau oder Tan und Dark Tan sind mit drin. Ja, finde ich erstmal so richtig klasse. Ich glaube, man kann so ein wenig schon erkennen, wie das Wasser dort ausläuft im See. Vielleicht muss ich den einen oder anderen nochmal wahrscheinlich rausnehmen und nochmal abändern. Das muss man dann gleich sehen. Aber ich glaube, hier mit dem Blau und Trans Blue nochmal mit drin. Ja, ich glaube, man kann da schon recht gut erkennen, wie das Ganze hinterher aussehen soll. Viele Lücken sind dabei. Da setze ich dann wieder hellere zwischen. Ich bin echt gespannt, wie es aussehen wird. Ich hoffe, ihr auch. Ja, und dann möchte ich doch ganz gerne in Schwarz weitermachen. Und zwar bis zu den Pfeilern. Das ist erstmal heute das Ziel, weil ihr seht, so viel wie hier zu tun ist, das ist echt schon sagenhaft. Also da habe ich mich vielleicht sogar ein bisschen übernommen. Aber gleich kommt ja noch die Wasserfläche. Dann könnt ihr euch das jetzt noch mal einmal hier ein bisschen anschauen. Ich glaube, so kann man das wirklich lassen. Das ist eine Idee, um vielleicht, ja, mein Ziel ist es ja, perfektes Wasser heute darzustellen. Und wenn wir jetzt die Fliesen da drüber ziehen und sonstige Geschichten. Ich versuche es einfach mal. Ob ich es im Speedbild mache, weiß ich jetzt noch nicht, weil ich muss hier echt ganz nah dran, um immer wieder zu korrigieren. Mal sehen. Auf geht es hier mit der Befliesung. Das meiste werde ich da in 1x1 wirklich auch hier machen. Und zwar in Translight Blue, in Transclear, sowohl als auch Plate oder auch Teil. Also es ist hier, ich mache das einfach wild drauf los in der Hoffnung, dass es hinterher gut aussieht. Natürlich habe ich mir beim Untergrund schon ein paar Gedanken gemacht. Das ist natürlich ganz klar. Aber ich glaube, wenn wir das hier so weiterziehen, sieht es hinterher richtig klasse aus. Einfach mal weiter genießen. An dieser Stelle werde ich auch ein wenig um die Pfeiler schon mal drum herum bauen, auch hinten an der Wand natürlich, damit ich das hinterher wunderbar hier abschließen kann. So ein bisschen habe ich jetzt hier und da den Untergrund doch noch mal einmal weggerissen und auch tatsächlich, also nicht nur die Fliesen, auch den Untergrund teilweise, die 1x1, um noch so ein bisschen zu korrigieren hier und da. Und ich glaube, ja, schaut mal selbst, hier der Bach, der hier ankommt, ja, und dann hier drin mündet. Ich glaube, das können wir doch so lassen. Mal ganz ehrlich, das ist wirklich
höchstes Niveau mit. Ja, nicht nur, aber auch. Und ich finde es klasse. Was meint ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich finde, wir haben heute echt genug gemacht. Auch hier diese ganze Geschichte mit dem Grün finde ich einfach nur klasse. Ja, so jetzt werde ich noch einmal die Transrapid-Pfeiler da reinstellen und die Schiene, damit wir für heute ein fertiges Bild haben. Kommen wir zum heutigen Vorher-Nachher-Bild. Ich würde sagen, lasst es einfach mal auf euch wirken. So, wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich doch immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Ja, und nach dieser Kunst heute, die wir mit dem See gemacht haben, würde ich vorschlagen, machen wir doch den See einfach zu Ende, oder? Das ist doch im Prinzip erstmal das Sinnvollste, bevor wir hier hinten mit dem Feld anfangen oder auch mit der Straße weitermachen. Das können wir immer noch. Wichtig ist erstmal, immer an der Wand lang. Das ist auch das nächste Ziel. Jo, und deshalb würde ich sagen, bis nächsten Donnerstag, 18:30 Uhr. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Das heutige Video entstand mit freundlicher Unterstützung von Open Brick Source, dem Hersteller mit kompatiblen Bausteinen.